Na, Weltrettende? Sir Isaac Newton meldet sich zurück, und zwar mit einem meiner Grundlagenthemen. Also, los geht's. Es geht um das Linienflüchtigkeitsaxiom und was das für Kräfte bedeutet. Dazu habe ich ein interessantes Experiment durchgeführt. Aber erstmal weiter im Text. In der Statik gibt es 4 vorherrschende Gesetze. Das Gleichgewichtsaxiom, das Axiom vom Kräfteparallelogramm, das Linienflüchtigkeitsaxiom und das Wechselwirkungsaxiom. Heute soll der Fokus auf dem Linienflüchtigkeitsaxiom liegen. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Lehrsatz zur Beschreibung und Berechnung von Kräften in der Statik, der nur dank meiner Forschung zur Grundlehrsatzsammlung hinzugefügt werden konnte. Da es bei diesem Axiom um die Verschiebbarkeit von Kräften geht, hier noch kurz eine Erinnerung an das Kraftvideo deiner Holo-Mentorin. Darin erklärt sie ja das Kräfteangeben, wie stark 2 Objekte aufeinander wirken. Außerdem ist die Kraft ein Maß dafür, wie stark ein Objekt beschleunigt wird. Die Kraft ist auch Ursache von Bewegungs- und Formänderungen an Objekten und ist proportional zur Beschleunigung. Die Bewegungsänderung sehen wir uns später noch einmal an. Jetzt erstmal zum Gleichgewicht. Wenn ein Körper im Gleichgewicht von 2 Kräften ist, bewegt sich nämlich erstmal nichts. Das bedeutet, dass sich der starre Körper, an dem die 2 Kräfte wirken, in Ruhelage befindet. Das gilt dann, wenn die 2 Kräfte auf einer Wirkungslinie liegen, den gleichen Betrag haben und entgegengesetzt gerichtet sind. Linienflüchtigkeit hingegen bedeutet etwas anderes. Es ist aber aus dem Gleichgewichtsaxiom ableitbar. Lass mich das Prinzip an einem Experiment mit meinen Meerschweinchen Bruni und Siggi verdeutlichen. Zunächst bewegte Bruni den Futternapf mit einer Kraft. Nennen wir sie F1. Sie drückte also den Napf nach links. Ich beobachtete die Bewegung des Napfes und zeichnete sie auf. Danach zog Siggi mit gleicher Kraft auf der anderen Seite des Napfes. Auch hier beobachtete ich ebenfalls die Bewegung und zeichnete sie auf. Ich stellte fest, dass die Bewegungen des Napfes identisch waren. Aber wie kann das sein? Ich grübelte ein bisschen, doch dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. An der Stelle, wo Siggi zieht, kann eine Gleichgewichtsgruppe eingetragen werden, deren Kräfte gleich F1 sind. Eine Gleichgewichtsgruppe besteht übrigens aus 2 Kräften, die den gleichen Betrag haben, auf einer Wirkungslinie liegen und in entgegengesetzte Richtungen wirken. Somit ändert sich durch das Hinzufügen einer Gleichgewichtsgruppe nichts an der Wirkung auf das Gesamtsystem. Deshalb ist es stets erlaubt, Gleichgewichtsgruppen hinzuzufügen. Nun muss ich nur noch eine weitere Gleichgewichtsgruppe definieren, und zwar aus der Druckkraft von Bruni und der rechten Kraft der Gleichgewichtsgruppe am Angriffspunkt von Siggi. Die Wirkung dieser Gleichgewichtsgruppe hebt sich ebenfalls auf und kann wieder ausgeblendet werden. Und siehe da, die verschobene Kraft und ihre Wirkung sind identisch mit der Ausgangssituation von Bruni. Damit konnte ich nachweisen, dass die Kraft von Siggi und die Kraft von Bruni die gleiche Wirkung auf den Napf bzw. den starren Körper haben. Toll, oder? Kräfte, die den gleichen Betrag, die gleiche Wirkungslinie und die gleiche Richtung haben, üben also auf den starren Körper die gleiche Wirkung aus und können daher auch auf der Wirkungslinie verschoben werden. Zusammengefasst bedeutet das, die Wirkung einer Kraft auf einen starren Körper bleibt unverändert, wenn man sie entlang ihrer Wirkungslinie verschiebt. Das bedeutet, die Kräfte haben den gleichen Betrag und die gleiche Richtung. Aber Vorsicht! Das Gesetz der Linienflüchtigkeit gilt nur für starre Körper. Und da sind wir schon am Ende. Also dann, halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Grüße, Newton.